Okay Leute, wir gehen jetzt wieder los. Hallo, es geht los. Wir haben hier kein Auto mehr, Leute, deswegen fahren wir jetzt. Oder wir gehen zu Fuß am besten, oder? Wir freuen uns alle auf Deutsche an, die was gegen Deutschland sagen haben, kein Plan. Je, was geht ab, Leute? Aber unschlagbares Wetter hier wieder mal. Mega krass. Heftig, heftig. Was sagt ihr dazu? Mitte September. Mega Wetter. Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Markus. Heute mal mit Kinder aus dem Lahmacun-Laden hier. Was geht ab? Und Mandana ist auch am Start. Wir essen heute eine Kleinigkeit. Bei mir gibt es heute Kaschale Pide mit Su natürlich. Das ist immer standardgemäß dabei. Shado hat Adana Kebab. Adana Kebab. Kiana hat jawohl, und Mandana mega. Ist ganz schön laut hier, weil wir direkt an der Straße sind, aber ich komme gleich wieder. Okay meine Freunde, lecker war's, alle sind satt geworden, hat richtig gut geschmeckt. Die Bezahlung lief über Karte, 780 türkische Lira, geteilt durch aktuell knapp 38. Komplett überschaubar. Ich blende es mal ein, was es hier in Euro ist umgerechnet. Ist natürlich nicht mehr so günstig wie früher, aber so ist das in der Türkei. Jetzt will ich euch aber einmal zeigen, wie krass die Unterschiede sind zwischen Altbauten und Neubauten. Das ist ein Altbau, ganz klare Geschichte, und das hier direkt gegenüber Neubau. Noch nicht ganz fertiggestellt, aber ich denke, ihr gebt mir recht, dass von außen zumindest sieht das schon ganz vernünftig aus, vor allem im Vergleich natürlich zur Altbauweise. Also die haben schon richtig guten Geschmack, die Türken, und die machen das. Genauso wie hier gegenüber. Da ist ein Supermarkt mit dem großen M. Kein goldenes M, aber ihr wisst, was es ist. Und das ist auch eine Neubau-Site. Und das ist gar nicht mal schlecht. Das sind 2, 3 Gebäude. Und hier hast du dann unten auch quasi so Pool. Kannst du chillen, da hinten sind Parkplätze. Bestimmt auch Fitnessstudio, Sauna. Also du hast hier immer Möglichkeiten, wenn du hier neu kaufst. Eine richtig coole Sache, und im Hintergrund könnt ihr auch sehen, die Berglandschaft. Mega. Was ich hier unbedingt betonen muss, der Verkehr, Leute, er ist schon heftig. Er ist extrem. Ihr hört es ist sehr laut. Man könnte meinen, man ist in einer Großstadt. Dabei sind wir in Antalya, Richtung Alanya Ober, was eigentlich nur ein kleiner Ortsteil ist von Alanya, aber trotzdem jetzt ist Feierabendverkehr. Es ist sehr viel los. Es sind sehr viele Autos unterwegs, sehr viele Rollerfahrer unterwegs. Vor allen Dingen auch, muss ich sagen, leider Kinder mit Roller. Ohne Helm, ohne Führerschein, aber wahrscheinlich mit jahrelanger Erfahrung schon. Also es ist wirklich krass. Ist heftig. Bin gespannt, was du dazu sagst. Und ja, man muss auf jeden Fall hier aufpassen. Zu Hause wieder angekommen, habe ich mir gerade mal gedacht, ey krass. 20 € für diese kleinen Mahlzeiten ist eigentlich echt gar nicht mal so wenig. Vor allen Dingen, wir sind in der Türkei. Schreib du gerne mal rein, wenn du die Preise weißt, in Deutschland, wenn du lebst, wie aktuell da so die Preise sind. Du hast gehört, was wir gegessen haben, und ich bin gespannt, was so ein Adana Kebab zum Beispiel in Deutschland kostet. Ich esse sowas ja eh nicht, aber wenn die Kinder sowas essen oder deine Freunde, oder du vielleicht selber, hast du vielleicht einen Preis. Ich bin sehr gespannt. Mein Kaschale Pide war bei ca. 3,50 € bis 4 €. Ist voll im Rahmen, finde ich persönlich. Wobei es ja eigentlich auch nur Brot mit Käse ist. Ne? Also schreibt das gerne mal rein. Ein kleiner Einblick aus Alanya. Ja, der Verkehr, Leute, ist wirklich gefährlich. Man muss aufpassen, definitiv. Es ist richtig krass. Teilweise lebensgefährlich, ohne zu untertreiben. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, nein, das ist egal, das stimmt nicht. Nein, alles easy. Nein, hier in Alanya, Richtung Ober, Alanya Stadt etc. ist das schon heftig. Alleine wenn du Richtung Antalya fährst, ist das extrem. Die überholen dich rechts am Standstreifen und sonst irgendwas. Die nehmen keine Rücksicht auf Verluste sozusagen. Also es ist schon wirklich gefährlich. Kannst du aber auch gerne mal deine Erfahrung reinschreiben. Nach Antalya Richtung Istanbul, als ich letztes Mal gefahren bin, war das wirklich human, sehr entspannt, und ab einer gewissen Höhe gab es auch keine Schrottautos mehr sozusagen zu sehen. Also wirklich ein Phänomen hier in dieser Region oder auch weiter Richtung Osten, ganz krass. Keine Tofasch-Fahrzeuge, keine Schrottfahrzeuge, sage ich jetzt mal, keine Altbauten, sondern wirklich mehr oder weniger nur neuere Gebrauchtwagen.
Also die Region Alanya bietet wirklich alles. Von purem Luxus bis hin zur, leider muss man auch sagen, purer Armut. Und du musst natürlich dementsprechend gucken, wenn du hierher kommen möchtest, wo du dich auch natürlich grob niederlässt, in welcher Site, in welcher Region. Und damit musst du aber auch umgehen können, hier zu leben, in so einer Region mit Verkehr, mit Verkehrsunfällen auch, dass du wirklich sehr oft, wenn du hier fährst, auf jeden Fall sehr oft Unfälle erleben kannst. Ich finde persönlich, die Polizeikontrollen haben zugenommen, was ich persönlich gar nicht schlecht finde. Die kontrollieren zum Beispiel auch Rollerfahrer, ob sie Helm haben, ob sie Führerschein haben. Also das macht auf jeden Fall schon alles ganz, ganz viel Sinn. Und dementsprechend bin ich gespannt, was du auch dazu sagst, weil es gibt immer wieder Menschen, die fragen mich, Markus, wie finde ich das hier in der Türkei? Und es ist natürlich nach 3 Jahren, und ich weiß, da gibt es wieder Leute, die sagen, ja, aber ich bin schon seit 16 Jahren hier. Was will der Markus mir erzählen? Ich bin seit 16 Jahren hier. Ja, dann mach doch selber einen YouTube-Kanal. Erzähl doch selber deine Erfahrungen. Zeig dein Gesicht der Menschheit. Ja? Aber immer nur in den Kommentaren reden und verstecken, ja, das kann ja jeder. Ja? Nein, das ist meine Meinung, es ist mein Kanal und ich sage so, wie ich es erfahre. Und das heißt aber nicht, dass das auch deine Realität sein muss. Meine Realität ist so, dass Alanya auf jeden Fall sehr viel bietet. Von A bis Z, wirklich alles sehr, sehr viel. Aber teilweise natürlich für Kinder mit Sparmaßnahmen sozusagen. Gerade wenn die heiße Temperatur ist. Es ist heftig, du bist viel zu Hause. Wir haben jetzt Mitte September. Es ist eigentlich immer noch so warm, dass wir hier drinnen Klima laufen haben. Also gerade auch ja, zum Schlafen eigentlich, weil es dann angenehmer ist zum Schlafen. Also das ist schon extrem heftig. Es gibt ja auch Menschen, die sind klimafühliger. Und dementsprechend muss man einfach mal gucken, wie man das dann auch selber macht. Ja. Zum Ende des Videos möchte ich aber noch mal einen ganz kurzen Einblick in unser Privatleben geben. Denn viele haben mich gefragt, wie geht es jetzt weiter mit Schulen? Ja? Weil wir natürlich auch eine gewisse Flexibilität halten möchten jetzt auf der Welt sozusagen. Und wir machen Online-Schule. Wir haben jetzt gestern die Zugangsdaten bekommen. Heute haben wir reingeschaut, haben wirklich schon gut was geleistet. Und ich muss sagen, es ist eine Top-Sache. Natürlich aus dem sozialen Wesen, aus dem sozialen Aspekt heraus natürlich nicht unbedingt. Aber du kannst dich auf die Fächer super konzentrieren. Wir haben eine englische Online-Schule ausgewählt. Schreib gerne rein, wenn du mehr dazu sehen willst. Ich kann das auch gerne mal zeigen. Die Preise sind überschaubar und du kannst einfach Gas geben und innerhalb von einem Schuljahr auch 2 Schuljahre machen, theoretisch gesehen, was natürlich wirklich top ist. Und du kannst dementsprechend deine Flexibilität behalten und dementsprechend auch immer wieder mal das Land verlassen, ohne dass du Ferien hast. Also ich finde es cool und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback, wenn du auch vielleicht Erfahrung gemacht hast mit Online-Schule oder mit Schulen in der Türkei. Denn das, was ich jetzt miterlebt habe von den Privatschulen, außer von der Waldorfschule, da hatten wir halt große Erfahrung. Aber TED College, ÖHEB oder auch Bahçeşehir College, das ist Druck. Das ist richtig Druck, Leute. Das ist heftig. Die Kinder kommen ca. um 5 nach Hause, sitzen mindestens 2 Stunden noch am Hausaufgaben machen. Jeden Tag. Also unsere Nachbarskinder haben wir kaum gesehen. Also Sport ist rar. Ja, ist heftig. Ist heftig. Da sind deutsche Schulen auf jeden Fall entspannter, meiner Meinung nach. Alles klar. Ich wünsche euch eine gute Zeit weiterhin. Schön, vielen Dank, dass du hier reingeschaut hast. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Teile gerne den Kanal, dieses Video auch gerne natürlich und vieles mehr. Und ich freue mich dann schon, wenn du morgen wieder reinschaust. Dein Markus und Familie aus Alanya.